Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück in der Garage vom Stiefdödel bei einer neuen Folge Life is Strange. Und wir werden uns jetzt hier erst einmal umsehen und schauen, ob wir irgendwelche neuen Erkenntnisse hier gewinnen. I wonder if David is going to the party. Da haben wir einmal einen Flyer von der End of the World Party und ich denke, er wird da ganz sicher gerne mitmischen. Was immer er vorhat, ich kann ihn immer noch nicht richtig einschätzen. Ich glaube ja, dass seine Absichten nicht ganz verkehrt sind. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Aber bin nicht davon überzeugt, von dem, wie er es tut. Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gott, das würde mich natürlich jetzt auch interessieren. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Ja, ich hab's verkackt. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Was haben wir hier? There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. So, dann schauen wir mal. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord. Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Was auch immer. Ja, wie ich schon gesagt habe, so ganz verkehrt sind seine Absichten vielleicht nicht, nur die Art und Weise. Ist wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Blackwell sure isn't safe and private anymore. So, was haben wir hier? Von Raymond Wells. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung Ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an Ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Gruß, Direktor Wells. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Ich brauchte keine Überwachungskamera, um diese Aufregung kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Miss Grant. Okay. At least he has one weird fan. Sehr geehrter Mr. Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Wish I had surveillance footage of that conversation. Wer immer sich da einschleimt. Und dann haben wir hier nochmal, achso, umgekehrt von ihm an den Direktor.
Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebs schwirrt in der Blackwell Academy und ohne mich wird er sich ausbreiten. Mit freundlichen Grüßen, die Metzen. Okay. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Mhm. Planungsgenie ist er ja nicht. Einfach nur an jeder Ecke eine Kamera hingehängt. Das würde ich auch hinkriegen. So, was haben wir hier? Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Shit. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. War doch gerade irgendwo so ein handliches Brecheisen. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Genau, und hinterher drehen wir die Zeit zurück und alles ist wieder gut. Aber jetzt drehe ich trotzdem noch schnell meine Runde fertig, falls hier noch irgendwas gibt. Komisch, von der Seite dürfen wir die Tür immer benutzen, aber von der anderen nicht. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Dann? Excuse me. Just one picture, please. Machen wir doch hier auch noch ein Foto. Click. Another photo from my Arcadia Bay wildlife series. Können wir die Planke auch zurückstellen? Oh, thank you. Sleep tight, my eggy legs. Können wir. Sehr schön. Foto haben wir. Hier haben wir noch nichts Neues. Dann schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Okay, so hier haben wir mal Kate, 15:17 Uhr, Blackwell Parkplatz. Sie weiß etwas. Dann haben wir hier Twin Peaks, das war ein Autonummernsschild, ich weiß jetzt bloß gerade nicht, ob von Chloe oder von Nathan. Die Frage ist nur, hat er da einen Peilsender dran? Das ist die Prügelei, da waren wir ja live dabei. Twilight Zone. Ne, Twilight Zone meine ich war Nathan. Habe ich gerade vergessen. Score. Back to Chloe now. Lässt sich aber bestimmt rausfinden. Die Frage ist...
Ich würde jetzt hier eigentlich gern zurückspulen. Bis das Schloss wieder zu ist. So. Und dann schauen wir mal tatsächlich. Zu Chloe. It's amazing how much drama this living room has seen. Eine Notiz. Looks like David already booked a room. Hotel Bloch 555-397-0042. Reservierung Nummer 638. Okay, da wird er wahrscheinlich jetzt wohnen. Kurz schauen, ob wir hier noch was resümieren können, wenn wir uns hier hinhocken. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Ja. So ganz blicke ich da auch noch nicht durch. Aber wir gehen jetzt einfach weiter davon aus, dass das hier tatsächlich unsere primäre Realität ist. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Mal eben gucken. Ja. So ein kleiner Kameraschwenk, dass wir das Nummernschild lesen können, wäre jetzt toll. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Ja, dann schauen wir mal. Oder? Max, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying,
You made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Ja, kann man jetzt hier einfach so rumschnüffeln. Und sie hat ja gesagt, wir sollen That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Ja, bei Victoria glaube ich ja an sich auch, dass die nicht ganz so mies ist, wie sie tut. Zumindest, wenn sie allein ist. In unseren Herzen und Gedanken, wir lieben dich, Kate. Blackwell Academy. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Kate, ich weiß, du hasst mich und aus gutem Grund, aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst. Vic. Nachdem wir ja sogar selber mit ihr befreundet waren. Wenn auch in einem anderen Leben. Oder in einer anderen Realität. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für Ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in Ihrem Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Good to see that Kate is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Okay, dann haben wir hier die. I don't think get well is quite apropos. Nope, nicht so hundertprozentig. If this gets Kate through the night, so be it. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. So, schauen wir noch ganz kurz hier auf der anderen Seite. Thank you, sisters. You really saved Kate. Dann quatschen wir mal noch mit ihr. That is so good to know that Kate is drawing again. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Fangen wir doch damit I an, saw wenn es schon Victoria's unterstrichen ist. letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive,
but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. So, dann reden wir mal noch. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Nope. No boys allowed. You are funny, Max. And right. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? So, dann schauen. I think his family is totally protecting him. Or Yeah. worse. I never say this about people, but Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Ja, ich hoffe, das ist uns nicht verhungert, während wir hier in der Zeit rumgereist sind. Aber ich denke, das werden wir auf jeden Fall in Kürze feststellen. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Yep. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.